Sailing Learning by Doing presents The Family, the Dead. a sailing story by the Campe family. Have you ever wished you'd just taken that risk and followed your dreams? In Lombok, we met an inspiring character who with his wife and kids did just that. In 1977, they sold the family home, built a steel yacht and set off on a 7-year circumnavigation of the world, visiting some of the most out-of-the-way places. The crew was Joachim, 39, Marie, 34, Silvestre, 11, Bartolome, 10, Letitia, 9, and Calixte, 5. Their schoolteacher Dagmar Heckel came with them. She was 31. The 13 episodes they made of their adventures made them the very first sailing vloggers. Now we go back in time. Here is their story. Schreiner, Elektriker und Mechaniker beendeten ihre Arbeiten an unserem Boot. Die Masten sind aufgerichtet, Segel, Tauwerk, Rettungsinsel, Beiboot und Ankerkette an Bord verstaut. Alle Rechnungen sind bezahlt. Wird das Leben auf dem Boot unseren Erwartungen entsprechen? Marie schreibt in ihr Tagebuch: Wir suchen nicht das Abenteuer. Wir haben für 4 Jahre einen Rahmen für unser Leben gewählt, den wir lieben. Die Weltumsegelung ist ein Mörser, in dem sich Familienleben, Beruf, Schule, Entdeckung, Sport, schöne Momente und Anspannung mischen. Die Anforderungen des Aufbruchs lassen keine Zeit für eine Rückschau. Vor uns liegt der Atlantik. Es ist Mai und wir wollen noch in diesem Sommer die Küste Labradors erreichen und vor dem Einsetzen des Winters unter dem Rauschen der Palmen in den Tropen ankern. In den Wintermonaten am Kaminfeuer lernte ich Navigation, studierte nachts den Sternenhimmel, übte mich im Gebrauch der Segelnähmaschine, wiederholte die Bedeutung der Bojen und Signalflaggen. Jetzt will ich anwenden. Dagmar Heckel lehrte in der Schule unseres Dorfes bei München. Dagmar hat ihre Anstellung beim Staat aufgegeben, um mit uns zu reisen. Sie wird die Kinder unterrichten. Wir kennen uns nur wenig. Obwohl Dagmar einen Ehemann zurücklässt und noch nie auf dem Deck eines Segelbootes stand, scheint sie an ihrem Entschluss nicht zu zweifeln. In der Einrichtung des Bootes zeigen sich einige Fehler. Unser Bett in der Achterkajüte liegt zu hoch. In den Motorraum muss ich mich durch eine zu schmale Öffnung zwängen. An dem inneren Steuerstand haben wir wenig Bewegungsfreiraum. Der Aufbruch schiebt jeden Gedanken an Änderungen beiseite. Die Jahreszeit drängt. Wenn man losfährt und am zweiten Tag nichts mehr sieht, dann muss man öfters dran denken, wenn ein schlecht ist. Ach, jetzt wissen wir noch 14 Tage auf dem Meer sein. Denn es wird wahrscheinlich sehr schaukeln und es wird viel Nebel geben. Und mit den Nachtwachen wird es anstrengend sein. Unser 11-jähriger Sohn Silvester sagt mir, es wird schon alles gut gehen. Ein Bild von unserem verkauften Haus hängt über seinem Bett. Marie, meine Frau, verstaute in jedem freien Winkel Konserven, Obst und Gemüse. Sie bestellte 20 doppelt gebackene Brote für die Abfahrt. Also das sind deine Sachen, Calixte, ne? Da unten. Oh ja. Muss ich kurz tun. Bartolome wird mit Calixte in einer Kajüte schlafen. Letizia und Silvester wollen ihre Kojen untereinander jede Woche wechseln. Jeweils 2 Betten liegen übereinander, um Platz zu sparen. Im oberen Bett schläft es sich schlechter.
Das Schiffsdeck wölbt sich dicht über dem Kopf und gibt so wenig Luft- und Bewegungsfreiraum. Drei Bücher? Calixt empfindet das Leben auf dem Boot nicht als Bruch. Schnell merkt er, dass seine älteren Geschwister immer nah bei ihm sind, was ihm sehr gefällt. Die Türme von La Rochelle in Frankreich werden unser letzter Eindruck von Europa sein. Uns gefällt die alte Stadt. Wenn wir gemütlich bei Wein und gutem Essen in einem Bistro sitzen, fragen wir uns noch manchmal, warum hinaus auf das Meer? Wir tauften unser Boot nach dem Mont Saint-Michel in der Normandie. Vor Jahren saß ich dort mit Marie auf einer kleinen Terrasse. Wir schauten über den weiten Atlantik. Wie schön muss es sein, nur vom Wind getrieben einen anderen Kontinent zu erreichen. Heute ist es soweit. Saint-Michel ist 14 Meter lang, 4,5 Meter breit, wiegt 18 Tonnen und trägt 130 Quadratmeter Segelfläche am Wind. 700 Liter Süßwasser füllen die Tanks. 2 Dieselmotoren von je 40 PS helfen uns bei Windstille und bei Hafenmanövern. Radar, Funkpeiler und Sprechfunkgerät erhöhen unsere Sicherheit. 6 Batterien halten die notwendige elektrische Energie bereit. Dagmar hat ihre eigene Kabine im Vorschiff. Der Hauptraum in der Mitte des Bootes ist unser aller Treffpunkt. Hier wird Schule abgehalten, gegessen, gekocht und navigiert. Aber es ist natürlich klar, dass ich schon meine Gedanken oder meine Fäden schon ins Rückwärts spinne auch sozusagen. Weil ich ja sozusagen das, was ihr dabei habt, habe ich zu Hause gelassen. Natürlich bewusst. Keiner von uns 7 hat Angst, entweder vor Wellen oder vor Sturm oder vor schlechtem Wetter im Allgemeinen oder einfach allein auf dem Meer zu sein. Die Kinder keine Spur vor Angst. Aber es ist wirklich erstaunlich, obwohl wir so bewusst sind, dass wenn wir über Bord fallen, wenig Chancen bestehen, dass wir gerettet werden können. Ich kann mir das gar nicht erklären. Manchmal denke ich auch, dass die Segel reißen und wir treiben dann gleich am Land. Wir müssen immer sehr entfernt sein, dass wir vielleicht auf den Riff gehen, weil wir so riesig werden. Die schubsen uns immer rüber, müssen immer wieder raussteuern. Das bringt euch die ganze Zeit. Manchmal denke ich auch, dass muss ja irgendwas schief gehen bei so einem Wetter. Und dann denke ich mir auch immer, zum Beispiel vielleicht, dass irgendwas falsch ist, dass Wasser reingekommen ist. Ja, strömt viel Wasser rein. Dann denke ich auch an, das Boot wird bald zu voll Wasser und die ganzen Geräte werden kaputt gehen voll lauter Meereswasser, die da. Das ganze Telefon, was neben dem Eingang ist, wird der pitschnass. Und das denke ich dann ist auch, dass wir dann nicht mehr telefonieren können und dass wir viele arbeiten müssen, wenn wir ankommen, aber das ist gar nicht so.
weiß schon, dass die ersten Tage auf dem Meer sind schlimm, aber ich habe nicht gedacht, dass sie so schlimm werden würden. Das war absolut grauenhaft. Und was so schwierig war, war, dass das Steuern selbst so anstrengend war. Man konnte keine Minute den Kompass von den Augen loslassen. Man musste ständig aufpassen. Ein paar Mal kommt es halt so, dass mir sehr schlecht wird. Und das ist unangenehm, wenn das schaukelt. Der Magen, der rollt sich dann auf und es hat keinen gleichen Rhythmus. Und das ist sehr unangenehm. Ja, wenn mir schlecht war, dann habe ich natürlich gespuckt. Und wenn ich gespuckt habe, dann wird man immer wieder ein bisschen besser. Dann fange ich an zu spielen, weil ich denke immer, dass es mir dann besser wird. Und das ist es auch. Es war sehr unangenehm. Man konnte es gar nicht ertragen. Man hatte nichts anderes zu tun, als sich hinzulegen oder zu spucken. Man musste daran denken. Aber manchmal denke ich auch anderen Sachen. Aber ich muss einfach wieder daran denken. Ja. Esther, hast du Lust auf Mittagessen? Und dann habe ich auch gedacht, habe ich immer wieder ans Essen gedacht. Ach, es wäre schön, wenn wir jetzt was Schönes zum Essen hätten. Aber ich habe gedacht, die Marie, die kann das sicher nie machen, weil ihr ist auch sehr schlecht. Die schafft das einfach nicht in dieser Küche. Noch einen Topf und noch eine Mahlzeit zu machen für alle 7. Aber zum Glück hatte sie schon was Vorbereitetes. Und das war für uns eine große Freude, was Warmes und Schönes zu essen. Aber das war sehr schwer zu essen, weil vom Teller konnte man nicht essen, weil sonst gleich vom Teller das ganze Essen einfach runterrutscht und auf dem Boden. Und da haben wir aus dem Balls gegessen. Aber es ist auch schwer, weil wenn man den Löffel nimmt mit Nahrung drauf, dann passiert es öfters, dass es einfach runterfällt vom Löffel, dass es einfach runterrutscht. Kann ich großes Salz gelegt? Ich weiß nicht. Verlegst du auch? Ja. Marie kann auch fast nichts machen, die will fast nie kochen, aber sie muss einfach. Ja. Es war mir überhaupt nicht gut. Ich konnte nichts machen. Und dann hat doch die Frau Henkel eine Idee gehabt und hat mir Rechnungen gegeben, das 1x1, was ich noch nicht so richtig kann. Da konnte ich noch nicht und abends auf einmal konnte ich es ganz fließend. Und alles ganz fließend. War auch alles viel besser. Es war eine sehr gute Idee.
Und er schlich. Und er schlich. Darf man nicht machen. Ich habe es auch schlich. Also ganz laut stark. Jede freie Minute, wo uns nicht schlecht war, kamen die Projekte für die Schule, weil wir auch ein bisschen was für die Schule machen müssten. Gaben sie mit den Heften und ein bisschen Schule machen. Jede freie Minute, wo uns nicht mehr schlecht war. Ja, die Blindschleiche wand sich durchs Gras. Gras. Und die Schule ist jetzt auch, finde ich, für mich anstrengend, weil mir meistens schlecht ist. Und dann noch, wenn ich da Latein machen muss und Vokabeln lernen muss. Aber die Dagmar hat ja gesagt, wir müssen auf mehr arbeiten, sonst müssen wir auf Land den ganzen Tag durcharbeiten, um alles nachzuholen. Und gut, dann zwinge ich mich da einfach mit Sehkrankheit da zu arbeiten, weil es ja nicht anders geht. Die hier unten angegeben sind. Dagmar ist für die Kinder nicht fremd. Sie improvisiert entsprechend dem Wetter und dem Grad der Sehkrankheit. Silvester behält seinen Vorsprung in Latein und Mathematik. Bartolomé und Letizia profitieren vom Wettbewerb. Bartolomé kann nicht seine Träumen nachhängen. Letizia ist viel eifriger und hat ihn schon auf manchen Gebieten überholt. Auf der Überfahrt lernen die Kinder nur schwer. Mir erscheint auch ganz unwichtig, wie viel die Kinder lernen. Schule wirkt auf mich wie eine Pflichtübung, die zu einer Welt gehört, die wir verlassen haben. Hast du schon wieder 3 durchgestrichen? In der ganzen Reihe? 1, 2. Und das nicht? Nee, das nicht. Also schau mal, du musst so schreiben mit Bleistift, dass man jeden Strich ganz leicht wegradieren kann, so dass nichts übrig bleibt. Nicht mit dem Besenstiel schreiben. Ja? Für Marie vertragen sich Wellenbewegung und Zahlenkolonnen schlecht. Trotzdem müht sie sich häufig mit den nautischen Tabellen. Wenn die Sonne hinter dem Horizont untertaucht und die ersten Sterne blässlich funkeln, beginnt meine Aufgabe, den Winkel zwischen Stern und Horizont mit dem Sextanten zu messen. Dieser Winkel und der sekundengenaue Zeitpunkt der Messung ist die Grundlage aller Rechnungen. Für das, was du gemessen hast? In dem Puls? Oh, ja, GB für Sterne. Wie lange? Wie lange? Vielleicht eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Viertelstunde. Fertig. Ich übertrage die berechneten Werte auf die Seekarte und zeichne unsere Standlinie. Dort, wo sich 2 Standlinien kreuzen, befinden wir uns. Marie schaut nur ungern auf die Seekarte. Der kleine Punkt, der unsere jeweilige Position angibt, deprimiert sie. So viel Wasser ist noch zu durchsegeln. Hab ich dir doch gerade gesagt. Das sieht man nicht mehr auf der Karte. Das sieht man nicht mehr auf der Karte. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 1 Uhr. Eine unerwartete Energie durchströmt mich. Ich koche Speisen, die nicht mehr unbedingt geschmacklos sein müssen, um die Seekrankheit zu mildern. Den erstaunten Kindern lese ich vor oder erzähle Geschichten. Ich räume auf, schreibe ein wenig und lasse die Gedanken wandern. Dies alles ohne Übertreibung. Meine Umgebung dämpft den Eifer. Auf einmal wird das Leben reizvoll. Ich sehne mich nicht mehr nach Land. Die Nachwachen kosten mich nicht mehr übermenschliche Kräfte. Mein Organismus hat sich den neuen Gegebenheiten angepasst. Tag und Nacht wechseln Dagmar, Marie und ich uns mit der Wache im 3-Stunden-Rhythmus ab. Eine Windfahne am Heck des Schiffes, verkoppelt mit einem zweiten Ruderblatt, hat die Funktion des Steuerns übernommen. Bei jeder Windänderung stellen wir die Windfahne und Segel neu ein, um auf gleichem Kurs zu bleiben. Nachts suchen wir alle 10 Minuten den Horizont nach Lichtern anderer Schiffe ab.
Von einem Tanker überfahren zu werden, ist eine ständig drohende Gefahr. Bei Marie hat die Unabhängigkeit vom Steuerrad ihre Seekrankheit erhöht. Ich fühle mich in Harmonie mit den Bewegungen des Bootes. In unserer kleinen Gemeinschaft müssen wir uns gegenseitig helfen. Jeder von uns beherrscht sein Temperament. Der enge Raum toleriert kein sich gehen lassen. Ich spreche zu wenig mit den Kindern. Angespannt und müde will ich ihnen auch nicht vorlesen. Schön. Wieder mal das schöne Licht. Und die sind noch schöner. Diese nicht. Okay. Oh, toll. Jetzt können wir essen. Jetzt können wir essen, ja. Leg dir mein Bild weg. Ja, okay. Packt eure Sachen weg, Kinder, wir essen. Kommt. Alles weg. Genau. Alles. Und bringt alles in eure Zimmer, sonst wird es hier so unordentlich, bitte. Alles in eure Zimmer, gell? Ja, mach ich schon mal. Schau mal ein Bild, Marie. Bringt es in eure Zimmer, kommt. Macht nicht lang rum. Silvester, lass die Tod langsam kommen. Der Kalix Marie runter, bitte. abends schläft er und da träumt er irgendwie meistens schlecht. Denn er weckt mich jeden Abend 2 oder 3 Mal auf und weint. Und dann erzähle ich ihm meistens eine kurze Geschichte, dass er so eine lustige, dass er wieder gut wieder mit dir hören wird, dass er nicht immer an die schlimmen Sachen denkt. Und dann schläft er wieder ein. Pass auf, dass es nicht ins Wasser kommt. Hinter dir. Marie, kannst du das mal neben schnell? Ja. Festhaken. Alle. Witt. Okay. Halt. Ach du schon, der. Halt es mal. Ja, ein Fisch! Wie schön! Marie, ein Fisch ist da! Der ist aber echt dran! Nochmal! Toll! Ach, noch ein Fisch! Noch ein Thunafisch! Noch ein Thunafisch! Spitze! Nein, das ist auch verrückt! Oh, genau, der Bruder. Oh la la, aber wieder so schön. Mann, der ist ja noch größer als da. Ja, Der zappelt doch. Hilfe, ich bin so schwierig. Heute haben wir mehr. Heute kann jeder 2 Stück Fleisch essen. Wie schnell ist das? Der Arme. Beim Segeln ist mir immer ein ganz bisschen schlecht. Immer. Mir ist nie ganz gut zu wohl. Ganz gut. Immer ein bisschen schlecht. Und es ist sehr unangenehm. Weil man will gerne helfen. Und da hat man nicht die Kraft dazu, zu helfen. Weil es drückt einen im Magen. Und man will gerne andere Sachen machen, als sich hinlegen und an das Seekrankheit denken, weil man kommt einfach nicht los.
von dem Gedanken, dass einem schlecht ist. Ja, schreiben und lesen ein bisschen, aber wir machen die Schule mündlich. Also die Frau Heckel, die hat ja auch solche Karten, wo sie Sachen draufschreibt. Wale oder Azoren ist ein Archipel und sind vulkanische Inseln und so macht sie, und dann müssen wir es auswendig lernen und wir machen halt die Sachen mündlich und wir schreiben nicht. Wir lauften. Hey, du hast gerade schon gemacht. Er, oder? So, dass wir nicht abfahren. Gegangen. Sie ging. Wir kamen. Sie kommt. Sie kam. Laufen. Sie laufte. Kam Doppel-M. Nein, einfaches M, das wirst du ja schon. Ich will einfach kletterten wir auf den Bein. Nein, du brauchst ja einen Satzgegenstand. Ja? Wir kletterten musst du dann schreiben. Ja? Und Dann lassen wir hier das Wir. Und da Kalyxt. Mir macht das Spaß irgendwie. Mir fällt das so ein, dass es ihm eigentlich besser geht auf dem Boot, auf so einem kleinen engen Raum. Bei den Icking, da gingen wir zur Schule, da war den ganzen Morgen alleine. Und da kann er bei der Schule mithören und da redet er immer die Sachen, die wir sagen, nach. Oder wenn die Frau Heckel was vorliest und wir da 4. Fälle raussuchen müsste, dann hört er zu. Und für ihn ist das sehr schön, weil er sonst im Morgen im großen Haus ganz alleine ist. Und hier, da ist er immer sicher, dass er zusammen mit einem ist. Ein Genitiv, der dir eine Menge angibt. Ja? Eine Menge Geldes. Ja? Jetzt voll von Wein, voll ist ja auch eine Menge. Ja? Voll des Weins ist das alte Deutsch. Plenus, Vine, Vina. No, denk erst. Was heißt der Wein und dann die Kinder? Venus, der Wein. Vinum. Aber da auf einmal, da verfing sich ein Tier, hat man sie gleich gesehen, mit lauen, langen Fäden und wickelte sich in den Maschen von dem Netz überall rum und rum und rum. Und da kam Schwester gleich mit dem Mikroskop angerannt und mit der Pinzette. Und dann haben wir das Auge abgeschnitten, wo es schon tot war. Und auf einmal war das Tier ganz entblasen, ganz platt. Und die durchsichtige Haut, die war auf einmal orange. Und da haben wir gesehen, lauter kleine Fäden, die da waren. Lauter kleine Fäden, die anderen rumbewegten. Und das ist wahrscheinlich dieses Gift, was da sticht. Aber dieser Kindertee ist schrecklich. Den wir nicht mehr trinken.
tiefgelegenes Cockpit schützt uns gegen das raue Meer. Dass Marie und Calixt hier eines Tages so übel mitgenommen sitzen würden, hatte ich mir nicht vorgestellt. Ich erinnere mich an Maries gleißendes Haar in winterlicher Berglandschaft. Jetzt hat die Gischt des Seewassers Haut und Haare verklebt und die Wellen überrollen jede Lebensfreude. Also ich kann nicht sagen, dass momentan es viel Spaß macht. Das ist furchtbar. Am Anfang dachte ich, warum in diese Galeere? Das ist wirklich der letzte Platz, wo ich sein möchte. Das ist auch, ich habe mich auch furchtbar tauschen lassen von dem Bild der Reise, viele Länder zu sehen, die Sonne, das Leben genießen und so weiter. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist alles nur mühsam und Arbeit und anstrengend und elend sein. Aber natürlich, sobald es ein bisschen anders aussieht, dann bekommt man wieder so einen großen Schwung. Und wenn man weiß, dass man schon über die Hälfte der Strecke gesegelt ist, dann ist das so ein fantastisches Gefühl, dass man denkt, es ist doch richtig. Da kommt jetzt der Zoo. Ja, endlich mal das ist der Zoo. Das heißt Pico da. Da? Ja. Hier ist hier Azoren und Dickazoren. Ja, genau. Dahinter der andere Haus. Und das hier Ähnlich bald kommt der andere. ist nicht weiter. Ja, da kommt heute Abend. Da? Nein, jetzt. Ja, jetzt bald. Das dauert noch nicht. Aber fast da. Fast da. Nachher fast da. Wie grün das ist, man sieht schon das Gras. Ich glaube, da hinten ist Land. Am Berg. Nein, das ist doch eine Wolke. Und dann haben wir es über länger angeschaut und die wanderte nicht. Die blieb immer am selben Platz. Da hat tatsächlich Land. Da ist ein Schau. Nach 13 Tagen auf See läuft Saint-Michel in den Hafen von Horta ein. Marie freut sich anzukommen. Seit die Azoren in Sicht sind, durchströmt sie eine gewaltige Energie. Alle schmutzige Wäsche wurde in einen Segelsack gestopft, die Betten neu bezogen, die Sofakissen einzeln ausgeschüttelt, der Kajütboden mit Wim aufgewischt. Den ganzen Tag stehen auf beiden Flammen dampfende Töpfe. Und da wir nicht mehr mit Trinkwasser sparen mussten, konnte jeder an Deck eine Süßwasserdusche nehmen. Dann habe ich gemerkt, wie ihr froh wart, als ihr angekommen seid und ihr einfach euch gefreut hat, dass es gut gegangen ist, dass nicht irgendwas Schlimmes passiert ist. Sechs Tage blieben wir in Horta, füllten unsere Tanks und ergänzten die Vorräte. Bei gutem Wetter sind wir wieder unterwegs in Richtung Neufundland. Alle Skipper, mit denen ich in Horta sprach, kamen aus der Karibik oder den USA. Sie werden mit den günstigen Winden des Azorenhochs nach Europa segeln. Wir waren das schwarze Schaf, das in den Norden wollte. Warnungen an mich blieben nicht aus. Ihr kriegt einen auf die Nase, hörte ich. Gegenströmung und Stürme werden euch zusetzen.
Warum segelt ihr nicht über die Kanarischen Inseln in die Tropen? Da helfen euch die Passatwinde. Wir wollen erst den Reiz des Nordens und dann den Kontrast der Tropen erleben. Mir gefällt es immer, wenn viel Wind ist, dann weiß ich immer, dass wir gut vorankommen. Dann dauert das nicht mehr so lange. Und deshalb schaue ich auch, da denke ich auch öfters an die Sonne, weil wir müssen ja immer die Sonne haben zum Sextanten, zum Navigieren. Da brauchen wir ja immer die Sonne, sonst geht nicht. Sonst wissen wir gar nicht, wo wir sind. Wenn der Himmel bedeckt bleibt, kann ich Sonne und Sterne nicht messen. Eine Standortbestimmung aus Kompasskurs und Geschwindigkeit ist wegen Strömung und Abdrift ungenau. Wir legen in 24 Stunden ca. 120 Seemeilen zurück. Ein gutes Etmal für diese Gegend. Bei diesen großen Wellen, da schaukelt der Horizont auch auf und ab. Der Himmel ist bedeckt und die Wolken, die schimpfen, die sind ganz grau und dunkel. Und das sieht scheußlich aus. Wie werden wir mit Nebel, Eisbergen, Strömung und Sturm fertig? Hartnäckig dämpfe ich meine Einbildungskraft. Ich konzentriere mich auf das Unmittelbare. Es gibt überhaupt gar keine Ordnung auf dem Meer. Einfach alles verwildert und wüst. Die einen Wellen kreuzen über die anderen. Es gibt gar kein Ende von den Wellen. Es ist einfach alles groß, wüst. Der Wind, der pfeift. Der Himmel ist grau. Mir ist sehr elend. Ich kann gar nichts machen. Ich muss mich nur hinlegen und dann schnell wieder rausgehen. Das ist sehr schlecht. Aber manchmal, wenn mir einem gut ist, nach dem Spucken ist einem wieder gut und dann kann man wieder malen und so Sachen machen und dann ab da ist dann alles wieder in Ordnung. Aber wenn die Nacht kommt, dann muss man sich hinlegen und dann muss man gleich wieder raus. Das ist ärgerlich. Da habe ich auch gesehen, wie schwer das war zu steuern, weil die Wellen, die haben immer das Boot zur Seite geschoben und dann musste man wieder hart am Wind segeln und das war alles sehr schwer. Der wacht nur und Silvester schauen meistens die Wellen an. Ich aber fast nie, weil mir dann gleich schlecht wird. Und der Joachim sagt mir immer, dass ich auf den Horizont schauen muss, wenn mir schlecht ist. Und das finde ich auch gut. Und die schaue es dann auch öfters, da wird mir auch fast immer besser. Die Temperaturen sind gesunken und die Winde unbeständig. In der Kajüte brennt ständig ein Dieselofen. Der heiße Schornstein hat uns beim Segelwechseln ein Loch in ein Segel gebrannt. Das darf nicht noch einmal vorkommen. Nee, hier ist einiges drin. Häufiges Segelwechseln ermüdet uns. Auch fühlen wir uns in der Kälte einsamer. Gestern entdeckten wir am Horizont einen Dampfer. Ich rief ihn mit dem Radiotelefon an und wurde gehört. Ein polnisches Passagierschiff gab uns seine Position und den letzten Wetterbericht. Auch erfuhren wir, dass zurzeit keine Eisberge auf unserer Route treiben. Eine große Erleichterung. Das kleine Gespräch war wie ein dünner Faden zur Außenwelt und hob die Stimmung an Bord gewaltig.
Nebel, zum ersten Mal. Wir müssen die Neufundlandbänke erreicht haben. Das Seehandbuch sagt für dieses Gebiet häufigen Nebel voraus. Umhüllt von dieser weißen, weichen Undurchdringlichkeit ist mir unheimlich. Nur mit Hilfe des Radarschirmes können wir andere Schiffe sehen. Zum ersten Mal sind wir abhängig von einem technischen Gerät. Wir lauschen in das Nichts vor uns und hoffen auf unser Glück. Aber manchmal beobachte ich auch den Nebel. Eigentlich könnte ja ein Boot kommen, wenn ein großer Tanker kommt, können wir nicht so schnell ausweichen in der Nebel. Man kann nur 20 oder 30 Meter sehen. Vor 30 Tagen verließen wir La Rochelle. Eine Boje taucht auf, Vorbote der Küste. Wenige Stunden später ist die erste Etappe der Weltumsegelung beendet. Der Nordatlantik überquert. G'day guys, as you can see here in St Anton, Austria, it's snowing. Winter came back, yeah, it's pretty nice. I'd rather be on the boat though. Hey, I hope you enjoyed that episode. Let me know in the comments what your thoughts are. I'm loving them too. I'm sort of watching them as I'm going through. I'm putting the translations in and watching them, and yeah, I had some problems with the subtitles in the first video. Google Translate doesn't do a very good job of German to English. But I'm trying my best. It's quite a time-consuming exercise. And also YouTube keeps turning the comments off because there's family involved, you know. So it's pretty frustrating, but I keep turning it back on, and I notice some of you are commenting, way less than normal though, just because, yeah, if it's not on, you just don't bother, so I understand that. The comments do definitely help though to get this thing shared around. Thanks again to you guys that have put some money in the PayPal. It's slowly just ticking over, and I'm sure Joachim is very, very happy about that. It's going to make his life better, that's for sure. Yeah, pretty cool episode, that one. Like, I don't know, I'll have to talk to Joachim. It sort of seems in the video that they just put the boat in the water, filled it up with stuff, got on board and left, but I'm guessing they did a few shakedown trips around. I don't know, I would think so, but yeah. Pretty cool that, you know, Joachim spent the winter learning celestial navigation and map reading and, well, everything. I mean, none of them had crossed an ocean before. And pretty cool that the teacher, Dagmar, left her husband behind and just went off like that. I guess an opportunity for a big adventure for her. She jumped at it. And yeah, what a rad trip. I guess they were all pretty happy to get off the boat and touch land in Newfoundland. But yeah, first trip, first crossing went pretty well, I would say. Anyway, tune in next Sunday. Bye-bye.